Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Die Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 2 – Bildbeschreibung. Sie haben in einer Zeitschrift ein Foto gefunden. Berichten Sie kurz. 1. Was sehen Sie auf dem Foto? 2. Was für eine Situation zeigt das Bild? 3. Welche Erfahrungen haben Sie damit? 4. Wie ist das in Ihrem Heimatland? Auf dem Bild sieht man eine fröhliche, 3-generationale Familie, die gemeinsam im Wohnzimmer steht. Alle Personen blicken direkt in die Kamera und lächeln herzlich. Die Familie scheint einen glücklichen Moment miteinander zu genießen. Möglicherweise wurde dieses Foto bewusst als Erinnerungsbild aufgenommen. Links außen steht ein älterer Mann. Vermutlich der Großvater der Familie. Er hat graues, leicht gewelltes Haar und trägt eine Brille. Sein Hemd ist hellblau mit feinen weißen Streifen. Er legt den rechten Arm um den jungen Mann. Vermutlich sein Sohn. Sein Lächeln ist ruhig und herzlich. Er scheint stolz und zufrieden zu sein. Direkt neben ihm steht ein jüngerer Mann mit kurzem, dunkelblondem Haar und sportlichem Körperbau. Er trägt ein grünes T-Shirt mit feinen weißen Streifen und eine Jeans. Sein linker Arm liegt locker um die Schultern der Frau rechts von ihm. Vermutlich seine Partnerin oder Ehefrau. Die Frau neben ihm trägt ein sonnengelbes T-Shirt und eine graue Hose. Ihr langes blondes Haar fällt locker über die Schulter. Ihr strahlendes Lächeln ist ein Blickfang auf dem Bild. Sie steht leicht seitlich, hat aber ihren rechten Arm um den Rücken des Mannes gelegt. Mit dem linken Arm hält sie ein kleines Mädchen auf dem Arm. Das kleine Mädchen, etwa 5 oder 6, sitzt bequem auf ihrer Hüfte. Wohl ihre Tochter. Sie trägt ein lachsfarbenes T-Shirt und dunkelblaue Leggings mit weißem Muster. Ihre braunen Haare sind zu 2 seitlichen Zöpfen geflochten. Ihr Blick ist neugierig. Ihr kleiner Arm liegt sanft um die Schulter ihrer Mutter. Rechts außen steht eine ältere Frau, vermutlich die Großmutter. Sie trägt ein rosablau kariertes Hemd und eine dunkle Jeans. Ihr kurzes graues Haar und das freundliche Lächeln lassen sie sympathisch und lebensfroh erscheinen. Vielleicht ist sie gerade zu Besuch oder Gastgeberin dieses Familientreffens. Vorne, leicht abgewandt von der restlichen Gruppe, steht ein Junge im Grundschulalter. Er trägt ein leuchtend blaues T-Shirt und eine dunkle Hose. Er steht locker da, mit einer verspielten, selbstbewussten Haltung. Die Szene spielt sich in einem modernen, hell eingerichteten Wohnzimmer ab. Im Hintergrund sieht man ein großes dunkles Regal mit dekorativen Elementen. Ein großer Blumentopf mit einer hohen grünen Pflanze steht rechts am Fenster.
Der Boden scheint aus hellem Holz oder Laminat zu sein. Die Einrichtung vermittelt ein warmes, gepflegtes und wohnliches Ambiente. Erfahrungen, Meinungen und Vergleichen. Auf diesem Bild geht es um 2 Themen: Zeit für die Familie und Freizeit und Hobbys. Hier in Deutschland ist mir aufgefallen, dass die Menschen ihre Freizeit mit ihren Familien oder Freunden verbringen. Es gibt viele Möglichkeiten in der Freizeit etwas zu machen, zum Beispiel Kaffee trinken, ins Kino gehen, ein Picknick machen, Grillparty, Fahrrad fahren, Spaziergang im Wald oder im Park und Freunde treffen in der Disco oder in der Kneipe. In unserer Freizeit treffen wir unsere Freunde. Gehen wir shopping in der Stadt. Aber die meiste Zeit, besonders bei kaltem Wetter, schauen wir uns Filme zu Hause an. Meine Kinder und mein Mann fahren auch sehr gern Fahrrad. Ich kann leider nicht so gut Fahrrad fahren, deshalb machen wir keine Fahrradausflüge. Aber wir gehen mindestens 2-mal im Monat zusammen ins Schwimmbad. Das macht auch Spaß. Zeit mit der Familie zu verbringen ist sehr wichtig für mich. Familie sollte Priorität haben. Heutzutage sind viele Menschen mit der Arbeit, den Freunden oder den Hobbys beschäftigt. Ab und zu brauchen wir Urlaub. Es ist wichtig, ein ausgewogenes Leben zu haben. Die Menschen müssen nicht nur arbeiten oder lernen, sondern auch das Leben genießen und Zeit mit den Familien und Freunden verbringen. In meinem Heimatland bekommt man viel Besuch von den Verwandten. Und man macht viel zusammen mit der ganzen Familie. Das finde ich schön. Ich denke, da haben die Deutschen Glück, weil es hier in Deutschland viele Urlaubs- und Feiertage gibt. Während meiner Zeit hier habe ich ein paar Urlaube mit meiner Familie gemacht. Wir waren 3 Tage campen am St. Wolfgangsee in Österreich. Wir haben einen 4-Tages-Urlaub auf Mallorca gemacht. Ebenso waren wir auch in Paris für 3 Tage. Auf dem Bild sehe ich 2 Personen, eine Ärztin und eine Patientin. Sie sind vielleicht im Krankenhaus oder in der Praxis der Ärztin. Die Patientin ist eine schwangere Frau. Vielleicht ist sie in der letzten Periode der Schwangerschaft. Vielleicht ging sie zur Ärztin, um die Schwangerschaft zu überwachen oder das Geburtsdatum zu bestimmen. Die Patientin trägt eine graue Hose und ein weißes T-Shirt. Sie hat lange braune Haare. An der linken Hand trägt sie eine Uhr. Ich denke, dass die Patientin zwischen 24 und 28 Jahre alt ist. Die Ärztin trägt eine schwarze Hose und einen Arztkittel. Um ihren Hals hängt ein Stethoskop. Die Ärztin hat schwarze Haare.
außerdem trägt sie eine Brille. Ich glaube, sie ist gegen 30 Jahre alt. Im Hintergrund sehe ich einen offenen Vorhang und ein Fenster mit Blick auf die Straße. Die Ärztin hat den Blutdruckmesser. Sie misst den Blutdruck der Patientin. Ich glaube, dass die Ärztin die Patientin untersucht hat. Die Ärztin erklärt ihrer Patientin die Diagnose. Erfahrungen, Meinungen und Vergleichen. Das Bild gehört zum Thema Gesundheit und Gesundheitsvorsorge. Meiner Meinung nach sollte Gesundheit für alle die höchste Priorität sein. Es gibt einfache Wege, eine gute Gesundheit zu behalten. Regelmäßig genug Schlaf, richtige Ernährung und etwas Bewegung reichen schon. Ich glaube, dass ein Arztbesuch, zum Beispiel einmal im Jahr, ist für alle Leute sehr wichtig. Das ist eine gute Möglichkeit, Krankheiten vorzubeugen oder ernsthafte Krankheiten frühzeitig zu erkennen. Leider ist das in meinem Heimatland nicht der Fall. 25% der Gesamtbevölkerung sind an der Armutsgrenze. Das sind fast 22 Millionen Personen. Und ungefähr 60% sind in der Mittelklasse. Es gibt auch eine gesetzliche Krankenversicherung, aber die Krankenkasse bezahlt nicht alles. Für viele Untersuchungen muss man selber bezahlen. Das Gesundheitswesen in meinem Heimatland ist für die meisten Leute teuer. Die Regierung gibt weniger Geld für Gesundheitsprogramme aus, und deshalb fehlt es an staatlichen Krankenhäusern. Aus diesem Grund müssen die meisten Menschen selbst bezahlen. Und aus dem gleichen Grund würden die meisten Menschen nur einen Arzt sehen, wenn sie krank sind. In meinem Fall habe ich Glück, dass meine Familie der Mittelklasse angehört. Trotzdem finden wir Gesundheitsdienstleistungen immer noch teuer. Deshalb halten meine Eltern immer die richtige Ernährung. Mein Vater hat vor 8 Jahren mit dem Rauchen und Alkoholtrinken aufgehört. Leider raucht meine Frau zu viel, und sie trinkt auch Alkohol. Aber sie ist fit und gesund, sagte sie. Und ich esse gerne Fisch, Fleisch und Reis. Ich esse sehr wenig Gemüse, aber ich esse gern viel Obst. Ich rauche nicht und ich trinke keinen Alkohol. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.